Hallo und herzlich willkommen hier bei Ikuma Games. Hier soll es heute um die PlayStation VR 2 gehen, im Speziellen um das Kabel. Wir haben uns ja jetzt lange oder einige von uns nicht mehr mit Kabeln beschäftigen müssen, aber jetzt mit der PlayStation VR 2 müssen wir das wieder tun. Wir haben hier so ein Kabel und manche nervt es, manche haben sich längst daran gewöhnt. Fakt ist, es ist da und wir müssen uns damit auseinandersetzen und das möchte ich heute tun. Ich möchte euch vor allen Dingen ein System hier zeigen, so ein Pulley-System, was natürlich nur etwas ist, wenn ihr wirklich, ja, sagen wir es ernst meint mit Virtual Reality und einen extra Raum habt. Ist jetzt vielleicht nicht so schick für euer Wohnzimmer, aber wenn ihr lange spielt und eine feste Station habt und das Kabel euch an den Füßen stört, könnte das eine Möglichkeit sein, mit dem Kabel sich zu arrangieren. Hat aber nicht nur Vorteile, aber darum soll es heute gehen. Also, das Kabel ist ja 4,5 Meter lang, ist für einige etwas zu kurz und dementsprechend werden wir das nachher auch noch ein bisschen verlängern, je nachdem, wie euer Setup ist. Aber als allererstes stelle ich euch das Pulley System vor. Da habt ihr solche kleinen, ja, fast schon Schlüsselbänder oder so, glaube ich, nennt man die. Das sind so kleine Bänder, die sind so ausziehbar und an dieser kleinen Stelle könnt ihr das Kabel positionieren. Das ist eigentlich eine super Sache. Also ihr habt das so hängen. So, ich mache es mal ein bisschen kürzer so. Ihr habt das hier an der Decke hängen, an Haken. Und das Kabel ist hier unten dran. Und wenn ihr daran zieht, indem ihr euch bewegt, wird das gezogen. Die sind relativ leise und stören nicht sonderlich. Also auch ein ganz angenehmer Zug hier. Und die werden an die Decke montiert. Ich werde so ein paar Videos einblenden, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Es macht total Sinn, oder es wird empfohlen, das in einem Dreieck zu positionieren. Also mehrere von diesen Schnüren in einem Dreieck, wo in der Mitte dann wiederum eins platziert wird. Schaut euch das genau an, wie das im Video da aussieht. Und so wird das auch empfohlen. Das ist jetzt eins von Kiwi Design. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ist ein bisschen überlichtet. Das ist von Kiwi Design. Es gibt aber von AMVR auch welche. Und die haben sich meiner Meinung nach ganz gut bewährt, sind auch hochwertig, waren früher ein bisschen lauter, aber mittlerweile finde ich die so ganz angenehm. Worauf ihr dabei aber achten solltet, ihr könnt euch jetzt nicht komplett frei bewegen, ihr habt immer noch ein Kabel, das solltet ihr beachten. Also wenn ihr jetzt das VR-Headset aufhabt und euch dann 300.000 Mal im Kreis dreht, dann werdet ihr das Kabel natürlich mitdrehen. Das ist eine Sache, die man versucht zu vermeiden. Jetzt haben wir leider keine Tools. Am PC gibt es Tools, die euch zeigen, wie oft habt ihr euch gedreht, um euch mal ein bisschen zurückzudrehen. Das haben wir bei der PlayStation VR 2 jetzt nicht. Dementsprechend solltet ihr darauf achten, wie ihr spielt. Ich persönlich spiele sowieso meistens in eine Richtung. Gerade wenn ich Capture, möchte ich natürlich nicht mit dem Rücken zu euch sein. Dementsprechend gucke ich sowieso nach vorne und bewege mich eher mit dem Stick. Je nach Spiel muss man darauf achten, aber seht's mal so, normalerweise müsst ihr dann sowieso darauf achten, wo euer Kabel ist, dass ihr nicht drauf tretet. Also denke ich, ist das eine Sache, die man verschmerzen kann. Dann sollte man darauf achten, dass das Kabel ist nach unten geneigt. Wenn man jetzt einfach hier ein Pulley-System hat und das nach oben geht, könnte das so ein bisschen wegknicken. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ich zeige euch hier eine, wie ich das gemacht habe. Da habe ich das Ganze einfach mit so einem Klettverschluss, habe ich das so dran positioniert, dass es eben ganz locker nach oben zeigt, ohne Knick. Das ist so, denke ich, ganz praktisch und dann stört das Kabel nicht. Je nach Setup könnte euer Kabel dann ein wenig zu kurz sein. Bei 4,5 Meter muss das erstmal, also bei mir steht die PlayStation hier, dann geht das Kabel hier hoch an der Seite entlang. Ich blende euch das wie gesagt ein, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Dann geht das hier die Decke hoch und dann hängt das hier runter in meinem Playspace. Ich werde auch ein bisschen Gameplay einblenden, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Und das könnte ein bisschen zu kurz sein, gerade wenn man wie ich hier Altbaudecken hat, die 3 Meter hoch sind, ist das Kabel natürlich sehr weit weg. Fürs Zocken super, aber für die Kabellänge eher
blöd. Dementsprechend gibt es Kabelverlängerungen. Da müsst ihr aber darauf achten, was für ein Kabel ihr kauft. Gerade ist die Community dabei, so ein paar Kabel auszuprobieren. Ich habe jetzt eins, was sich bewährt hat, gekauft und das funktioniert bei mir ganz gut. Das ist das von G-Sox. Das ist ein 2 Meter Kabel. Also habt ihr 6,5 Meter Kabel. Das ist mehr als die meisten PC-VR-Headsets haben. Das sollte auf jeden Fall ganz gut passen. Wichtig ist einfach, dass das Kabel ein 3.2 USB-Kabel ist, USB-C auf USB-C, eine Verlängerung. Aktive funktionieren, glaube ich, nicht. Und bisher ging, glaube ich, nur, was Leute ausprobiert haben, so um die 3 Meter. Also da müssen wir mal gucken, was die Community so sagt. Ich werde mich ein bisschen umhören und dann unten im Video ein paar zur Auswahl stellen. Wie gesagt, das hier habe ich jetzt selber getestet, aber zur Not könnt ihr welche kaufen, die einfach zurückschicken. So teuer sind die nun auch nicht. Und das funktioniert so ganz gut. Wenn euch das Kabel nicht stört, also von der Länge her, empfehle ich euch trotzdem vielleicht so einen kleinen Adapter hier zu kaufen. Ist einfach eine Mini-Verlängerung. Die ist ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, bei der alten Xbox gab es oder bei der GameCube, glaube ich, auch so ein Zwischenstück, wo der Controller angeschlossen wird und wenn dann irgendwas passiert, ich mache es euch mal vor. So, wenn ihr jetzt mal doch zu sehr irgendwie am Kabel zieht, dann habt ihr so eine Art Breakout und dann kann eurem Kabel nichts passieren. Außerdem ist mir aufgefallen, wenn man das PlayStation VR 2 Kabel direkt an die PlayStation verbindet und nach oben zeigen lässt, dann knickt die schon arg ab. Und da würde ich mir so ein bisschen Sorgen machen. Hier könnt ihr dafür sorgen, dass das an der PlayStation dran ist. Das geht hier nach oben, beziehungsweise so rum. Und euer PlayStation VR 2 Kabel, ja, dem passiert nichts. Und euer Port der PlayStation 5 bleibt auch unversehrt. Das ist, denke ich mal, wichtig. Nicht, dass irgendwas passiert. So ein Kabel kann man schnell ersetzen. Das PSVR 2 Kabel, ich glaube, da wird es eher ein bisschen schwieriger. Ja, das war ein kurzer Tipp von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr irgendwie dazu Fragen habt oder ich das unverständlich erklärt habe, dann schreibt mir das doch gerne unter das Video in die Kommentare. Und ich gucke, ob ich euch da weiterhelfen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.